Wenn du aufhörst zu lernen, wirst du alt, egal wie jung du bist. Wie du das mit ChatGPT verhindern kannst, schauen wir uns heute an. Ich bin Kathi und ich zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist, in einfachen Worten und mit Beispielen direkt aus deinem Leben. Werfen wir heute einen Blick darauf, was lebenslanges Lernen mit deinem Gehirn macht, wie ChatGPT dir konkret beim Lernen helfen kann. Ich habe natürlich wieder Tipps für dich für super gute Antworten in der kostenlosen Version von ChatGPT und einen doch recht kreativen Bonus. Lebenslanges Lernen ist derzeit in aller Munde. Und es ist deshalb so wichtig, weil die Welt um uns herum sich ständig verändert. Technologisch, gesellschaftlich, beruflich. Und nur wer sich ständig weiterentwickelt, bleibt einfach in der heutigen Zeit selbstbewusst und für alle Chancen offen, egal in welchem Alter. Dein Gehirn ist fähig, sich bis ins ganz hohe Alter immer wieder weiterzuentwickeln. Es kann neue Verknüpfungen bilden, alte umformen oder aber auch neue Fähigkeiten erlernen. Und das solltest du nutzen. Nehmen wir mal an, YouTube ist voll von Videos, wo du die Titel schon nicht verstehst. Ich finde, das ist ein guter Moment, deinen neuen digitalen Freund doch einmal zu befragen und dir die Dinge erläutern zu lassen. Erkläre mir, was Musemap ist und wie es funktioniert, als wäre ich ein absoluter Technikneuling. Ich muss sagen, ich wusste auch nicht, was Musemap ist, deswegen habe ich es als Beispiel hergenommen und kann nur so viel sagen, wenn es dich interessiert, wie Musik Emotionen auslöst und was das wiederum mit deinen Persönlichkeitsstrukturen zu tun hat, dann checke unten einfach die Seite aus, die ich dir dort verlinkt habe. Auf diese Art und Weise kannst du dir also Begriffe oder Dinge erklären lassen, von denen du nicht weißt, was sie sind oder was sie bedeuten und so dein Wissen immer erweitern. Was aber, wenn du jetzt die Dinge schon gelernt hast und einen Vortrag halten musst, zum Beispiel eine Präsentation oder für eine Klausur gelernt hast und dir nicht so richtig sicher bist, ob jetzt wirklich alles sitzt? Dann hast du eine weitere Möglichkeit mit ChatGPT, indem du ihn dich abfragen lässt. Erstelle mir 5 Quizfragen zum Thema, sagen wir mal, Mittelalter mit Lösungen. Wie du siehst, bereitet dir ChatGPT jetzt Fragen zum Thema Mittelalter auf, aber natürlich gibst du an dieser Stelle das Thema ein, was dich interessiert oder was du gelernt hast und zu dem du abgefragt werden willst. Du kannst das Ganze hier auch variieren und sagst ihm halt im Vorfeld nicht, gib mir die Lösung mit, sondern lässt es weg und sagst einfach, gib's mir ohne Lösung und reagiere oder berichtige mich dann, wenn ich dir die Antwort gesagt habe, sodass eine direkte Interaktion zwischen euch stattfindet und du dein Wissen quasi wirklich abrufen musst und eingeben musst, um wirklich sicher zu sein, dass es in der Klausur auch funktioniert. Ein weiteres Thema beim Lernen ist ja die Struktur. Das heißt, das ist ein riesigen Berg Wissen, den du nicht reinbekommen musst, aber was ist jetzt clever, in welcher Reihenfolge und in welchem Maß das jetzt dir anzueignen? Nehmen wir mal das Thema Sprachenlernen. Dazu habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht, was ich dir oben verlinke, wie du mit dem erweiterten Sprachmodus eine Sprache lernen kannst, was extrem genial ist. Aber darum soll es halt gar nicht gehen, sondern sagen wir mal, du möchtest Italienisch lernen und brauchst einfach eine Struktur. Welche Inhalte sind gut? In welchen Zeiträumen ist es gut? Also wie ist ein guter Ansatz, eine Sprache zu lernen? Ich möchte Italienisch lernen, erstelle mir einen Wochenplan für Anfänger. Angepasst an 3 Stunden pro Woche. Jetzt bekommst du nicht nur eine Struktur, sondern auch gleich Vorschläge in den einzelnen Blöcken, welche Themen denn gut sind zu lernen, um als Anfänger dich leicht zu tun und direkt einzusteigen, die du natürlich wie immer jederzeit anpassen kannst, indem du einfach deine Wünsche weiterhin äußerst und mit ChatGPT so lange in den Dialog gehst, bis du das für dich richtig abgestimmt hast. Du siehst, so einfach kannst du dir mit ChatGPT Wissen holen, verstehen, üben und auch dranbleiben. Und genau das ist das Geheimnis von lebenslangem Lernen, damit es einfach und leicht bleibt. Wenn du wissen möchtest, wie ChatGPT dir dein Leben noch erleichtern kann, dann schau unten einfach mal in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, was du kostenlos herunterladen kannst. In dem Dokument findest du eine kleine Einführung in das Thema ChatGPT. Und aus 9 Lebensbereichen mit jeweils 2 Themengebieten Prompts, die du einfach nur kopieren musst, um direkt loslegen zu können. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie es dir gefällt und ob du damit zurechtkommst und vor allen Dingen, ob dir ein Thema fehlt. Kommen wir zu den Tipps, wie du aus der kostenlosen Version von ChatGPT die besten Antworten erhältst. Sei so konkret wie möglich. Je klarer du formulierst, was du lernen möchtest, wie viel Zeit du hast und wie du lernst, desto besser ist die Antwort. Bitte um einfache Erklärungen mit Beispielen.
ChatGPT ist richtig gut darin im Vereinfachen, also nutze das. Nutze ChatGPT als Planungshelfer. ChatGPT erstellt gerne Listen, Pläne und Strukturen. Sag ihm einfach genau, was du brauchst. Stelle Rückfragen und verbessere die Antwort. Wenn etwas nicht passt, frag einfach noch einmal nach oder bitte um eine andere Version. Lass dir Quizfragen oder Tests erstellen. Das geht super, auch mit Lösung und Erklärung. Nutze den Chatverlauf als Lernprozess. Baue auf dem auf, was du schon gemacht hast. ChatGPT merkt sich im Chat den Kontext, solange du im selben Gespräch bleibst. Und somit kann nichts mehr schiefgehen bei deiner Wissensaneignung und vor allen Dingen in der nächsten Klausur oder Präsentation. Lernen kann ja ganz viele Formen haben, also massives Wissen in mich reinquetschen, sogenanntes Bulimie-Lernen vor Klausuren, oder aber durch praktische Tätigkeiten, Dinge einfach lernen, indem ich sie tue, oder aber, um das Gehirn einfach anzuregen, auch mal andere Wege zu gehen, durch Geschichten. Ich interessiere mich für Geschichte. Erzähl mir einen spannenden inneren Monolog von Leonardo da Vinci, als er den ersten Hubschrauber entwirft. Und so wird Lernen plötzlich richtig kreativ. Du bekommst einfach mal andere Ansätze, andere Ideen, andere Geschichten. Und ich muss sagen, bei mir regt es unheimlich die Fantasie an. Ich kann mir das vorstellen und damit tatsächlich die Dinge auch viel, viel besser merken, weil mein Gehirn ganz anders aktiv ist, als wenn ich Fakten nur auswendig lerne. Also ich empfehle dir das unbedingt mal auszuprobieren. Du siehst, es gibt unheimlich viele Wege, sich Wissen anzueignen und das Gehirn dazu zu bringen, sich das auch noch zu merken, und zwar bis ins hohe Alter. Wie schaut es denn mit dir aus? Nutzt du künstliche Intelligenz schon zum Lernen oder zur Wissensaneignung? Und wenn ja, wie und mit welchen Tools? Schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare, da Lernen tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen und auch meiner Lieblingsbeschäftigung ist und mich das unheimlich interessiert. Hat dir mein Video gefallen, dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keine nützlichen Tipps mehr verpasst, in denen ich dir erkläre, wie einfach die Welt der KI ist und sie auch dir dein Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.